Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es darum, wie man in World of Warships Schiffe freispielen kann. Ich werde in dem Zuge mal den Tech-Tree zeigen, wie der aufgebaut ist. Dann eine kleine Übersicht, wie lang es denn dauert, von Stufe 1 bis Stufe 10 hochzuspielen. Als drittes werde ich eine kleine Übersicht zeigen, wie ihr Schiffs-EP verdient und wie diese berechnet werden. Und als letztes gebe ich euch noch eine kleine Übersicht, wie ihr eure verdiente Schiffs-EP nochmal steigern könnt. Starten wir rein mit dem Forschungsbaum, mit dem Tech-Tree. Der ist unterteilt in den Bereich Schlachtschiffe, Kreuzer, Zerstörer, U-Boote und zum Schluss Flugzeugträger. Wie ihr schon gesehen habt, gibt es da ein paar kleine Quick-Tipps, wo ihr euch dann nochmal im Detail die einzelnen Schiffsklassen anschauen könnt. Des Weiteren kann man noch erwähnen, dass es hier nochmal Infosymbole gibt, wo es nationsspezifisch noch zusätzliche Informationen gibt, was der einzelne Baum hier für Besonderheiten aufweist. Die Anzahl der Schiffsbäume ist von Nation zu Nation unterschiedlich. Das kommt drauf an. Die einen haben zum Beispiel keine Flugzeugträger drin oder keine U-Boote. Das ist so ein bisschen historisch gewachsen in Bezug auf, wie lange gibt es die Nation schon in dem Spiel. Starten wir rein mit dem Tier 1 Schiff. Dieses Schiff kriegt ihr immer komplett umsonst. Also ihr braucht keine Schiffs-EP oder Credits dafür ausgeben. Die einzige Voraussetzung, die ihr erfüllen müsst, ist, dass ihr einen Liegeplatz habt, um euch das Schiff in den Hafen zu stellen. Wenn ihr jetzt Schiffe tecken wollt, ihr sammelt jetzt zum Beispiel auf dem Tier 1er Erfahrung und diese könnt ihr dann umwandeln, indem ihr den Zweier freischaltet. Bei mir ist er jetzt schon freigeschaltet, deswegen springen wir gleich auf den Tier 3er. Wenn ihr hier drüber hovert, seht ihr, wie viel Schiffs-EP ihr benötigt, um das Schiff freizuspielen. Eine Sache muss man jetzt noch wissen. Dazu gehen wir nochmal zurück auf den Zweier, klicken hier mit dem Doppelklick drauf und kommen dann in die Verbesserung. Hier seht ihr nochmal einen kleinen Kniff, den ihr beim Tooltip jetzt nicht seht. Und zwar ist es nicht nur so, dass ihr das Schiff freispielen müsst für diese 1900 Schiffs-EP, sondern ihr müsst auch eine zusätzliche Verbesserung freispielen. Also, das heißt, das summiert sich dann auf die zu erforschenden Schiffs-EP. Das ist je nachdem unterschiedlich. Hier ist es zum Beispiel so, dass wir die Feuerleitanlage erforschen müssen, um dann auf den Tier 2 DD zu kommen. Also schaut euch das nicht nur im Forschungsbaum nochmal an, sondern auch in der Ausrüstung, wie viel Schiffs-EP ihr genau benötigt. Und dann mein weiterer Tipp, schaut, dass ihr eure Booster, auf die ich später nochmal zu sprechen komme, so einteilt, dass ihr diesen benötigten Wert genau erreicht. Das ist für euch dann nochmal eine Spur ressourcenschonender. Noch ein zusätzlicher Hinweis, ihr müsst nicht unbedingt immer Schiffe spielen. Es gibt noch eine zusätzliche Währung in World of Warships, die ihr auch noch zum Freischalten von Schiffen nutzen könnt. Das sind hier oben die Free XP. Die verdient ihr deutlich, deutlich geringer als die Schiffs-EP. Der Anteil steht hier auch nochmal. Das sind 10% von dem Schiffs-EP-Wert, also sehr wenig. Die könnt ihr quasi flexibel einsetzen. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel 1900 Schiffs-EP habt und euch fehlen jetzt diese 650 für den Rumpf, dann könnt ihr 650 Free XP nutzen und dann damit das Schiff freischalten. Ist zum Beispiel eine Möglichkeit zu sagen, hey, ich möchte keine Stockschiffe fahren, weil ihr vorab schon die Verbesserung freischalten könnt. Kann im einen oder anderen Game nochmal von Vorteil sein. Gerade sowas wie Reichweite ist immer gut, wenn man da vielleicht ein bisschen mehr hat. So viel zum Thema Schiffe freischalten. Gehen wir zum Thema, wie lange dauert es eigentlich, von so einem Stufe 1er auf einen Stufe 10er zu kommen. Hierzu habe ich mal ein paar Berechnungen angestellt. Ich erkläre die erste Tabelle mal, die ich zu den DDs gemacht habe. Auf der linken Seite habe ich mir die Top 3 DDs rausgesucht, die am meisten gespielt werden auf dem EU-Server. Habe dann nachgeschaut über das Shipping-Tool. Da kann man sich nämlich anzeigen lassen, wie viel XP man benötigt, um von 1 zu 10 hochzutecken. Habe das dann aufsummiert, dann von den 3 Schiffen den Durchschnitt gebildet und mit diesem Durchschnitt wandern wir jetzt in den rechten Teil der Tabelle. Ihr seht, ich habe ein paar Annahmen getroffen in Bezug auf wie viel Schiffs-EP man pro Game verdienen kann und das dann hochgerechnet. Wenn ich jetzt in jedem Spiel 2000 Schiffs-EP verdiene,
dann benötige ich 371 Games. Das habe ich dann so umgerechnet, dass ich gesagt habe, ein Spiel in World of Warships dauert durchschnittlich 12 Minuten. Aber ich habe jetzt einfach mal einen Wert angenommen. Ja, also es geht hier nur um ein Beispiel zu machen, um das zu veranschaulichen, wie lang sowas theoretisch dauern kann. Ihr seht schon, wenn ihr jetzt zum Beispiel Booster nehmt oder einen höheren Basis-EP-Wert verdient im Gefecht. Auf das werde ich später auch noch mal eingehen, wie das funktioniert. Aber umso mehr Erfahrung ihr natürlich verdient in einem Gefecht mit Modifikatoren, umso weniger Spiele und umso weniger Spielzeit benötigt. Das heißt, wir haben eine Range, die ziemlich flexibel ist. Also ihr könnt tatsächlich, wenn ihr gute Matches habt, häufig gewinnt und gute Booster habt, die einen guten Bonus geben, auch in 12 Stunden einen 10er haben, in 62 Matches. Man muss ja noch mal ein bisschen drauf aufpassen, ihr braucht nicht für jedes Schiff 12.000 Schiffs-EP, sondern das skaliert natürlich von Schiff zu Schiff. Ihr braucht bei einem 1er auf einen 2er nur 100 Schiffs-EP, aber zum Beispiel jetzt, wenn ihr in die Region 7er, 8er, 9er kommt, dann sind es schon 120, 180, teilweise auch 200. Also das muss man noch ein bisschen zusätzlich im Kopf haben. So, ich habe mir das jetzt auch für die Cruiser angeschaut. Hier habe ich auch wieder die 3 beliebtesten Cruiser auf dem EU-Server genommen, habe da auch wieder die gesamten Research-Punkte gesammelt, von 1 bis 10 den Durchschnitt gebildet und dann auch wieder die Annahmen getroffen. Das ist wieder das Gleiche. Hier sieht man schon am Durchschnitt, um einen Cruiser auf Stufe 10 zu kriegen, braucht ihr einfach ein bisschen länger, weil die mehr Schiffs-EP benötigen. Bringen wir zu den BBs und schauen uns gleich den Durchschnittswert an, weil die Tabellen sind jetzt vom Aufbau alle gleich. Hier habt ihr nochmal mehr als 100.000 Schiffs-EP, die ihr mehr benötigt im Durchschnitt, um euch ein Stufe 10 BB freizuspielen. Das ist tatsächlich echt auffällig. Dann als nächstes die Flugzeugträger. Hier brauchen wir wieder relativ wenig. Da gehen wir in die Region des DDs zurück, sind trotzdem aber immer noch ein bisschen schlechter. Und als letztes gehen wir noch auf die U-Boote. Und bei den U-Booten habe ich mir gedacht, krass, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. U-Boote in World of Warships ist die Klasse, die ihr theoretisch am schnellsten auf Stufe 10 bringen könnt. Hierzu habe ich am Ende nochmal eine kleine Übersicht gemacht, um das besser darzustellen. Ihr seht hier, auf Stufe 1 sind die U-Boote, dann auf 2 die DDs, 3 die Flugzeugträger, 4 die Cruiser und 5 die BBs. Ich habe auch dann nochmal abstufend die Differenz gemacht an Schiffs-EP, die ihr zum Grinden mehr benötigen würdet. Jetzt haben wir viel über das Thema Schiffe grinden von 1 bis 10 gesprochen, aber euch interessiert natürlich, wie sieht denn das Thema Schiffs-EP aus? Wie verdient man die? Wie sind die Boni zusammengesetzt? Hierzu habe ich euch mal einen Screenshot mitgebracht von einem Game von mir. Das war ein Win. In der Gulden habe ich da gespielt. Und hier seht ihr zum Beispiel als erstes mal im Bereich Schiffs-EP mit Premium-Account und ohne Premium-Account. Man muss vielleicht auch noch den Hinweis geben, dass wenn ihr ein Spiel gewinnt, bekommt ihr 50% mehr Base XP, als wenn ihr ein Spiel verliert. Die werden sofort draufgerechnet. Das seht ihr tatsächlich in der Berechnung nicht. Aber was ihr seht, dass ihr 65% mehr Schiffs-EP bekommt, wenn ihr einen Premium-Account habt. Tue ich hier unten auch nochmal ausfächern. Hier habe ich auch nochmal beispielsweise einen Boost reingemacht, den man noch ziehen kann. Zum Thema Boost kommen wir später nochmal, versprochen. Aber hier sehen wir jetzt zum Beispiel, wenn wir auf den Premium-Account switchen, wir haben jetzt 2766 EP gemacht. Jetzt kommen die Modifikatoren drauf. Täglicher Siegesbonus, das ist ein Bonus, den ihr einmal am Tag bekommt. Der ist immer unterschiedlich. Manchmal sind es 50%, manchmal sind es 100%, manchmal sind es 200%. Es kommt so ein bisschen drauf an, ob irgendwelche Events laufen. Dann habe ich noch einen Clan-Bonus. Den bekomme ich, weil ich in einem Clan bin, der den Hafen voll ausgebaut hat. Ist nochmal ein netter Bonus. Deswegen auch meine Empfehlung, sucht euch einen Clan so früh wie möglich, weil ihr kriegt nämlich dann gewisse Boni, die euch das Schiffe freischalten in World of Warships erleichtern. Als letztes starten wir jetzt noch mit dem Thema rein, wie könnt ihr eure verdienten Schiffs-EP noch weiter erhöhen. Dazu geht ihr hier in den Bereich ökonomische Boni beim Schiff. Dann habt ihr hier eine Übersicht. Die erkläre ich nochmal kurz. Ich habe hier schon Boni drauf. Wenn man hier drüber hafert, sieht man, das ist wieder dieser Clan-Boni, den ich über den Hafen bekomme. Den gibt es auch für die Kapitäns-EP und für Free XP. Interessiert uns aber jetzt erstmal nicht. Wenn ihr eure Schiffs-EP erhöhen wollt, könnt ihr da draufklicken und schauen, welche Booster ihr habt. Und mit diesen Boostern könnt ihr dann nochmal einen Bonus draufkriegen. Von 100 bis 1600%. Das ist mega nice.
wenn ihr wirklich Schiffe habt, die ihr grinden wollt. Wichtig bei den Boostern, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, teilt euch die so ein, dass ihr sie perfekt nutzt. Das heißt, versucht eure Booster so zu wählen, dass ihr auch genau auf den Betrag kommt, den ihr braucht, um das Schiff freizuspielen. Wenn ihr jetzt mehr Schiffs-EP verdient, geht die nicht verloren. Die wandert aufs Schiff drauf. Die könnt ihr mit Dublonen in Free XP umwandeln. Würde ich euch aber tatsächlich nicht empfehlen. Als zweites habt ihr noch die Möglichkeit, hier Bonuspakete zuzuwählen. Das sind Pakete, die früher in die Tarnung integriert waren. Ich habe jetzt noch welche in Reserve, habe die mal freigespielt, habe die noch nicht benutzt. Die kann man sich kaufen für Dublonen. Auf welche Schiffe würde ich die jetzt drauf machen? Ich würde sie auf Schiffe drauf machen, die ihr resettet für Forschungspunkte. Wenn euch das Thema Forschungspunkte, Forschungsbüro interessiert, das ist was für den späteren Spielverlauf. Wenn ihr 4 Zehner habt, kriegt ihr diese Möglichkeit angeboten. Hierzu habe ich auch noch mal ein separates Video gemacht. Das verlinke ich euch, wenn es euch interessiert. Hier geht es wirklich erstmal nur um das Thema Schiffe schnell freispielen. Das ist der nächste Bonus, den ihr einfahren könnt. Der dritte Bonus, den habe ich schon angesprochen. Das ist eure Clan-Base. Und hier könnt ihr euch über die Marineschule nochmal plus 5% zusätzlich ergattern. Dazu müsst ihr natürlich erstmal in einem Clan sein und der Clan muss das voll ausgebaut haben. Deswegen, wenn ihr noch nicht in einem Clan seid, sucht euch einen Clan, bringt euch Vorteile, ihr könnt Divi spielen und ich sage euch, das erweitert nochmal eure World of Warships Erfahrung. So, jetzt springen wir noch auf die letzte und vierte Möglichkeit, wie ihr euer Schiffs-EP Einkommen erhöhen könnt, die vorhin schon erwähnte Premium-Spielzeit. Die kostet echt Geld, könnt ihr manchmal bei ein paar Events freischalten. Schaut vielleicht so, wenn ihr das mal freischaltet, dass ihr das an einem Tag freischaltet, wo ihr viel spielt, um das perfekt auszunutzen. Ist nochmal ein schöner, kleiner Zusatzbonus. Wenn ihr ein bisschen Geld ins Spiel investieren wollt, dann wäre das für mich die erste Anlaufstelle, weil ihr damit auch mehr Credits bekommt, mehr Kapitäns-EP und das ist in Summe eigentlich ein gutes Paket. Ich hoffe, euch hat dieses Video zum Thema Schiffe freispielen in World of Warships gefallen. Wenn ich irgendwas vergessen habe, schreibt es in die Kommentare. Gerne auch Feedback rein. Über ein Like würde ich mich auch sehr freuen. Abo nicht vergessen und dann sehen wir uns im nächsten Video auf meinem Kanal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Die Mütze ist raus. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.